Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung Zukunft im Beruf – Jobs für morgen. Ich bin Ihre Moderatorin Julia Meyer und ich freue mich sehr, zwei spannende Gäste im Studio begrüßen zu dürfen. Frau Dr. Laura Stein, Zukunftsforscherin mit Schwerpunkt auf Digitalisierung und Arbeitswelt, und Herr Professor Markus Lehmann, Arbeitssoziologe und Experte für Berufsbildung. Schön, dass Sie beide hier sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls, hier zu sein. Unser Thema heute ist brandaktuell. Viele Menschen stellen sich die Frage, welche Berufe wird es morgen noch geben und welche vielleicht nicht mehr? Wir wollen heute nicht nur einen Blick auf Chancen und Risiken werfen, sondern auch konkrete Tipps geben. Fangen wir mit einer allgemeinen Einschätzung an. Frau Dr. Stein, wie verändert sich Ihrer Meinung nach der Arbeitsmarkt derzeit? Wir beobachten, dass durch die Digitalisierung viele traditionelle Berufe verschwinden oder sich stark verändern. Gleichzeitig entstehen neue Berufsbilder, zum Beispiel im Bereich künstliche Intelligenz, nachhaltige Energie oder digitale Kommunikation. Der Wandel ist schnell und fordert sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer heraus. Ich möchte ergänzen, dass besonders in sozialen und kreativen Bereichen viele neue Möglichkeiten entstehen. Der Mensch wird dort gebraucht, wo Empathie, Kreativität und soziale Intelligenz gefragt sind. Das kann eine Maschine nicht ersetzen. Das klingt nach großen Umbrüchen. Welche Vorteile bringen diese Entwicklungen denn mit sich? Ein klarer Vorteil ist, dass viele Routineaufgaben durch Technik übernommen werden. So bleibt den Menschen mehr Raum für kreative oder strategische Tätigkeiten. Außerdem gibt es mehr Möglichkeiten für flexibles Arbeiten, etwa im Homeoffice oder mit Teilzeitmodellen. Ein weiterer Vorteil ist, dass neue Berufe oft mehr Selbstverantwortung und Mitgestaltung ermöglichen. Wer zum Beispiel als Datenanalyst arbeitet, trägt direkt zur Entscheidungsfindung bei. Das kann sehr motivierend sein. Und welche Nachteile sehen Sie? Der größte Nachteil ist sicherlich die Unsicherheit. Niemand weiß genau, welche Berufe in 10 Jahren noch gebraucht werden. Außerdem besteht die Gefahr, dass Menschen mit wenig digitaler Bildung den Anschluss verlieren. Richtig. Und auch die psychische Belastung kann steigen. Flexibilität bedeutet oft auch ständige Erreichbarkeit. Das kann zu Stress und Überforderung führen, besonders wenn klare Regeln fehlen. Wie können sich Arbeitnehmer und besonders junge Menschen auf diese Entwicklungen vorbereiten? Welche konkreten Tipps können Sie geben? Mein erster Tipp ist lebenslanges Lernen. Wer neugierig bleibt und sich regelmäßig weiterbildet, bleibt konkurrenzfähig. Es gibt viele kostenlose Online-Kurse. Man muss nur den ersten Schritt machen. Außerdem ist es wichtig, technologische Grundkenntnisse zu erwerben. Nicht jeder muss programmieren können, aber ein Grundverständnis hilft enorm. Ich empfehle schon früh, eigene Interessen und Stärken zu entdecken. Wenn jemand gerne mit Menschen arbeitet, könnte die Pflege oder Pädagogik ein zukunftssicheres Feld sein. Für technikbegeisterte Jugendliche sind Berufe in IT oder Robotik interessant. Wichtig ist aber auch, Soft Skills wie Teamfähigkeit oder Kommunikationsstärke zu trainieren. Sie werden in jeder Branche gebraucht. Gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, die diese Aussagen unterstützen? Ja. Unsere Langzeitstudie zeigt, dass Menschen, die sich regelmäßig weiterbilden, deutlich bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, unabhängig vom Alter. Besonders erfolgreich sind dabei Kombinationen aus digitalen und sozialen Kompetenzen.
Auch unsere Studien belegen, dass flexible Arbeitsmodelle zu mehr Zufriedenheit führen, aber nur, wenn klare Strukturen vorhanden sind. Ohne Selbstdisziplin oder Unterstützung können sie auch zur Belastung werden. Welche Schwierigkeiten sehen Sie dabei, die Menschen davon abhalten, sich auf neue Jobs vorzubereiten? Viele Menschen haben Angst vor Veränderung. Sie glauben, dass sie zu alt sind oder dass es zu spät ist, etwas Neues zu lernen. Auch fehlende finanzielle Mittel oder mangelnde Unterstützung vom Arbeitgeber spielen eine Rolle. Ich sehe auch strukturelle Probleme. Unser Bildungssystem ist noch nicht ausreichend auf die Zukunft ausgerichtet. Es fehlen zum Beispiel praxisnahe digitale Inhalte an vielen Schulen und Berufsschulen. Was müsste Ihrer Meinung nach konkret passieren, damit wir besser auf die Jobs von morgen vorbereitet sind? Erstens müssten Weiterbildungsangebote stärker gefördert werden, vor allem für ältere Arbeitnehmer. Zweitens brauchen wir bessere Kooperationen zwischen Unternehmen und Bildungseinrichtungen, damit Inhalte wirklich aktuell bleiben. Ich stimme zu. Zusätzlich wäre es wichtig, Kinder frühzeitig mit neuen Technologien vertraut zu machen, aber ohne den sozialen Kontakt zu vernachlässigen. Digitale Bildung und Menschlichkeit müssen Hand in Hand gehen. Vielen Dank für diese interessanten Einblicke und praktischen Empfehlungen. Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Welchen Beruf würden Sie wählen, wenn Sie heute 18 wären? Wahrscheinlich würde ich in die Umweltinformatik gehen, ein spannender Bereich mit Zukunft. Ich glaube, ich würde Sozialarbeit mit einem Schwerpunkt auf digitaler Beratung studieren. Der Mensch wird in Zukunft noch wichtiger, gerade in einer digitalen Welt. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Doktor, Stein und Herr Professor, Lehmann, für das aufschlussreiche Gespräch und an unsere Hörerinnen und Hörer. Bleiben Sie neugierig, denn die Jobs von morgen beginnen mit dem Lernen von heute.